Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein Nähprojekt für Ostern für euch und zwar möchte ich euch zeigen, wie ihr dieses niedliche Hasenutensilo nähen könnt. Das Hasenutensilo ist rund und mit einem Deckel. Du kannst das Utensilo mit einem Reißverschluss schließen und es bietet ausreichend Platz für all deine Osterüberraschungen. Das Schnittmuster für das Hasenutensilo findest du kostenlos auf funkelfaden.de. Druck es dir einfach aus und schon können wir loslegen. An Material zum Nähen des Utensilos benötigst du einen Außenstoff. Ich habe hier diesen grauen Stoff verwendet. Außerdem einen Innenstoff als Futter. Das ist hier dieser rosafarbene Stoff. Ein Reißverschluss von 50 cm Länge. Ein Stoff für das Innenohr. Das ist bei mir hier dieses rosa Vlies. Ein Stoff für das Hasenschwänzchen. Da habe ich hier dieses weiße Fellimitat. Und etwa 1,30 Meter Schrägband. Das Hasengesicht kannst du entweder mit deinem Plotter aus Vinylfolie ausschneiden, mit einem Textilstift aufmalen oder auch aufsticken. Außerdem benötigst du Flieseline zum Verstärken der Teile. Eine komplette Materialliste findest du auch nochmal bei funkelfaden.de oder in der Infobox. Als erstes schneidest du das Schnittmuster aus Papier aus. Es gibt 2 Stellen, an denen es zusammengeklebt wird. Diese sind aber ganz deutlich markiert, hier mit dem A und mit dem B. Im Schnittmuster ist bereits eine Nahtzugabe von 0,5 cm enthalten. Wenn du das Papierschnittmuster ausgeschnitten hast, geht es ans Zuschneiden. Folgende Teile werden zugeschnitten. Aus deinem Oberstoff, das ist bei mir hier der graue Stoff, einmal Schnittteil 1, der Utensilokörper unten und Schnittteil 2, der Utensilokörper oben. Das sind jeweils die Teile, die du oberhalb und unterhalb des Reißverschlusses siehst. Außerdem Schnittteil 3, das Rückenteil, das befindet sich hinten, wo auch das kleine Schwänzchen sitzt. Zudem zweimal Schnittteil 4, das ist dann einmal der Boden und einmal der Deckel. Und zuletzt noch Schnittteil 5, das Ohr, auch zweimal aus deinem Oberstoff. Aus deinem Futterstoff, das ist bei mir hier der rosafarbene Stoff, schneidest du einmal den Utensilokörper unten, Schnittteil 1 aus, einmal Schnittteil 2, Utensilokörper oben. Außerdem das Rückteil 3 und zweimal Schnittteil 4, Deckel und Boden. Wenn du möchtest, kannst du natürlich auch das Ohr aus diesem Stoff ausschneiden. Ich habe hier allerdings einen anderen Stoff verwendet. Das Schnittteil 5 Ohr habe ich dementsprechend noch zweimal aus rosafarbenen Vlies ausgeschnitten. Der Schnittteil 6, den Schwanz, habe ich zweimal aus Kunstfell ausgeschnitten. Zum Verstärken des Utensilos wird das Schnittteil 1, Utensilokörper unten, das Schnittteil 2, Utensilokörper oben, sowie das Rückteil, Schnittteil 3, jeweils einmal noch aus Flieseline ausgeschnitten. Ich habe hier eine Flieseline zum Aufbügeln verwendet, die verstärkt das Utensilo nochmal dahingehend, dass es dann auch stabil steht. Schnittteil 4, Deckel und Boden, wird zweimal aus Flieseline ausgeschnitten. Die Flieseline bügelst du auf die Rückseite deiner Futterteile auf. Bei mir sind das hier die rosafarbenen Teile, die später im Inneren des Utensilos sein werden. Jetzt haben wir alle Teile zugeschnitten. Sowohl aus dem Oberstoff, aus dem Futterstoff, aus der Flieseline, die Innenohren aus dem rosafarbenen Vlies und das Hasenschwänzchen. Alle Teile sind ausgeschnitten, wir können mit dem Nähen beginnen. Zuvor bügeln wir aber noch das Gesicht vom Hasen auf das Utensilo.
Das Gesicht vom Hasen habe ich mit meinem Plotter ausgeschnitten und werde es jetzt mit der Bügelpresse aufpressen. Die Datei für das Hasengesicht findest du ebenfalls gratis auf funkelfaden.de in unterschiedlichen Formaten. Wenn du keinen Plotter hast, kannst du das Hasengesicht natürlich auch einfach mit einem Textilstift aufzeichnen. Achte darauf, dass du das auch jetzt schon machst. Wenn das Utensilio erstmal genäht ist, ist das natürlich deutlich schwieriger. Das gleiche gilt natürlich, wenn du das Gesicht mit dem Plotter ausgeschnitten hast. Jetzt aufbügeln ist viel einfacher als später. Zuerst wird die schwarze Kontur vom Gesicht aufgepresst. Das heißt, mittig aufgelegt. Ich lege um ein Stück Backpapier darüber, damit der Stoff keinen Schaden nimmt. Und dann bei entsprechender Temperatur aufgepresst. Nachdem man dann die Trägerfolie abgezogen hat, kann man die Nase und die Zähne in die Aussparung einpassen. Auch jetzt wird wieder ein Stück Backpapier auf den Stoff gelegt und alles noch einmal aufgepresst. Und schon ist das Hasi-Gesicht fertig. Nun beginnen wir mit dem Nähen. Ich habe hier Schnittteil 1 und Schnittteil 2 aus meinem Futterstoff. Auf das Schnittteil 1 stecke ich an der Kante den Reißverschluss fest. Die Zähnchen vom Reißverschluss zeigen nach oben, auch der Zipper zeigt nach oben. Mit einigen Nadeln steckst du den Reißverschluss jetzt hier fest und nähst danach einmal an der Kante den Reißverschluss mit dem Reißverschlussfüßchen fest. Achte beim Annähen eines Reißverschlusses immer darauf, dass du nicht zu nah an den Zähnchen, aber auch nicht zu weit entfernt nähst. Wenn der Zipper kommt, machst du die Nadel nach unten, hebst dein Füßchen hoch und ziehst ihn einfach vorsichtig nach hinten. So kannst du dann problemlos weiternähen. Und schon ist dein Reißverschluss angenäht. Du siehst, der Zipper ist oben, wir haben den Reißverschluss festgenäht. Jetzt schlage ich den Reißverschluss hier nach oben und stecke das Schnittteil 2 vom Futter daran fest. Der Zipper ist jetzt hier wieder oben, die Zähnchen zeigen nach oben. Das heißt zu der Seite, die wir jetzt hier außen sehen. Jetzt wird auch diese Seite vom Reißverschluss mit dem Reißverschlussfüßchen festgenäht. Der Reißverschluss ist nun an beiden Seiten am Futter angenäht. Jetzt nehmen wir uns das Teil mit dem Hasengesicht und positionieren es einmal mit dem Gesicht nach unten so auf den Reißverschluss. Es steckt jetzt genau parallel zum großen Futterteil auf der Rückseite des Reißverschlusses. Stecke es mit Nadeln fest und dann nähe einmal hier oben fest. Das Hasenteil ist angenäht. Und jetzt nehmen wir uns den kurzen grauen Streifen und nähen ihn auch hier oben an. Dazu wird er mit der schönen Seite nach unten parallel zum anderen Teil oben am Reißverschluss festgesteckt. Wenn du das Teil mit Stecknadeln festgesteckt hast, nähst du es ebenfalls mit dem Reißverschlussfüßchen an. Dieses Teil ist dann eigentlich auch schon fertig. Jetzt wird es einmal gebügelt.
Auch hierfür legst du am besten wieder ein Backpapier über dein Stoffteil, weil du ja das Gesicht da drauf hast. Und wenn du das aufgebügelt hast, kannst du da jetzt nicht einfach so rüberbügeln. Also ein Backpapier rüberlegen und dann vorsichtig den Reißverschluss ausbügeln. Nun wird der Reißverschluss knappkantig abgesteppt. Das heißt, du nähst jeweils oberhalb und unterhalb des Reißverschlusses mit dem Reißverschlussfüßchen knappkantig eine Naht. Der Reißverschluss ist nun oberhalb und unterhalb des Reißverschlusses einmal abgesteppt. Drehe das Teil nun um, sodass das Futter oben liegt. Nun nimmst du Schnittteil 3 und legst es rechts auf rechts, also mit der schönen Seite auf die schöne Seite auf die Kante. Stecke hier mit einigen Nadeln das Schnittteil 3 fest. Schlage jetzt Schnittteil 3 auch auf die andere Seite des Futters und stecke es hier ebenfalls fest. Nun kannst du die beiden Seiten festnähen. Nimm dir nun Schnittteil 3 vom Außenstoff. Bügle nun die Nahtzugabe von 0,5 cm auf der einen Seite ein. Du siehst, der Futterstoff ist angenäht, jetzt muss hier noch diese Öffnung geschlossen werden. Dazu nimmst du dir Schnittteil 3 aus dem Außenstoff und steckst es mit der rechten Seite nach unten an eine der Kanten. Hier liegt der Stoff wieder rechts auf rechts, also Außenstoff auf Außenstoff. Stecke beides zusammen. Nun nähst du nochmal genau entlang der Naht alle Schichten zusammen. Das Außenteil ist festgenäht. Nun klappst du es nach innen. Hier hast du es ja eingebügelt, das heißt, die eingebügelte Seite ist nun innen. Stecke es ordentlich fest und nähe dann einmal knappkantig mit der Nähmaschine hier entlang. Ein bisschen kritisch kann das an der Stelle mit dem Reißverschluss sein. Wenn du hier einen Metallreißverschluss oder einen dickeren Reißverschluss hast, achte darauf, dass du einfach die Nadel mit dem Handrad weiterdrehst, dann kann nichts passieren. So sollte das nun nach dem Nähen aussehen. Die Rückseite ist ordentlich angenäht. Damit es optisch schöner ist, steppst du am besten die andere Seite hier an der Rückseite auch noch einmal knappkantig ab. Nun nähen wir die Ohren. Lege die Ohren dabei rechts auf rechts, also jeweils mit der schönen Seite aufeinander. Stecke die Ohren mit ein paar Stecknadeln zusammen. Nun werden die Ohren zusammengenäht. Die kleine Gerade unten bleibt dabei offen. Du nähst jeweils nur die Rundung der Ohren zusammen. Und wenn wir schon gerade dabei sind, stecken wir doch auch direkt das Schwänzchen zusammen. Auch hier werden die beiden Teile rechts auf rechts zusammengesteckt. Und dann an den Rundungen zusammengenäht. Ohren und Schwänzchen sind zusammengenäht, jetzt kannst du die Nahtzugabe beschneiden. Dabei schneidest du die Nahtzugabe mit der Stoffschere einfach etwas kürzer. Hierdurch lassen sich die Ohren und das Schwänzchen dann hübscher wenden. Jetzt kannst du sie auch schon wenden. Nach dem Wenden solltest du deine Ohren nun einmal kurz bügeln. Deine Ohren sind genäht und gewendet. Jetzt werden sie am Hasenutensilo festgenäht. Hierfür markierst du dir die beiden Seiten, das heißt jeweils rechts und links vom Gesicht.
Dort steckst du nun die Ohren fest. Der rosafarbene Stoff steckt dabei auf dem grauen Stoff. Nähe die Ohren mit ein paar Stichen an. Jetzt nähen wir den Deckel und den Boden. Dazu steckst du jeweils ein Teil vom Außen- und ein Teil vom Innenstoff zusammen. Die Teile werden links auf links zusammengesteckt, das heißt, die schöne Seite des Stoffes liegt jeweils außen. Diese Teile werden später nicht gewendet. Stecke die Teile zusammen und nähe sie dann rundherum komplett zusammen. Deckel und Boden sind zusammengenäht. Markiere dir nun sowohl beim Deckel als auch beim Boden erst einmal die Hälften. Stecke hierzu einfach eine Nadel fest. Nun schlage den Kreis in die andere Richtung zusammen und markiere dir die Viertel. Auch bei dem anderen Kreis markierst du dir jeweils die Viertel. So kannst du das dann gleich besser an deinem Utensilo feststecken. Markiere dir auch an deinem Utensilo jeweils die Viertel. Das heißt, teile das Utensilo oben und unten jeweils in 4 gleich große Teile. Nun wendest du das Utensilo so, dass der Futterstoff außen ist. Das ist bei mir dann hier der rosafarbene Stoff. Jetzt kannst du den Boden und den Deckel jeweils rechts auf rechts mit dem Außenstoff aufeinander stecken. Das heißt, ich stecke hier den grauen Stoff an den grauen Stoff. Durch das Aufteilen in 4 Teile, also die Markierung der einzelnen Viertel, lässt sich das jetzt wunderbar zusammenstecken. Achte darauf, dass du den Außenstoff auf den Außenstoff dabei steckst. Und noch etwas ist ganz wichtig, der Reißverschluss muss nun ein Stück geöffnet sein, da wir das Utensilo gleich durch den Reißverschluss wenden werden. Stecke nun also den Deckel fest und genauso den Boden des Utensilos. Auch hier liegt der Außenstoff auf dem Außenstoff. Nähe nun sowohl Boden als auch Deckel des Utensilos fest. Boden und Deckel sind festgenäht. Die hier noch zu sehenden Kanten werden wir jetzt mit einem Einfassband versäubern. Dazu wird die Nahtzugabe an beiden Kreisen gekürzt. Nun kannst du dein Einfassband rundherum stecken. Achte beim Stecken des Einfassbandes darauf, dass beide Seiten des Bandes übereinander liegen. Mittig dazwischen liegt die Kante des Kreises. Das Einfassband wird jetzt mit der Nähmaschine festgenäht. Wenn du das Einfassband angenäht hast, ist dein Hasenutensilo auch schon fast fertig. Es fehlt nur noch das kleine Schwänzchen. Dieses hast du ja vorhin bereits vorbereitet. Es ist zusammengenäht und kann gewendet werden. Das Schwänzchen füllst du nun mit einigen Stoffresten. Mit Nadel und Faden nähst du es einfach hinten an deinem Hasenutensilo per Hand an. Und schon ist dein Hasenutensilo fertig. Ich hoffe, du bist gut mit dieser kleinen Nähanleitung zurechtgekommen und konntest das Utensilo einfach und problemlos nachnähen. Wenn es Schwierigkeiten gab, hinterlass mir gerne einen Kommentar, dann versuche ich dir weiterzuhelfen. Ansonsten freue ich mich, wenn du ein Like hinterlässt, dem Kanal folgst und beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dann!